Moin Moin aus dem Wunderland. Diesmal haben wir 3 spannende Themen. Erstes Thema, die wilde Maus. Als zweites den Fuchur. Das ist der Glücksdrache aus der unendlichen Geschichte. Und als drittes den Dammtorbahnhof, der wird neu beleuchtet. Aber erstmal kommen wir zur wilden Maus. Seit Eröffnung des Miniatur Wunderlands haben wir die wilde Maus auf der Anlage in der Kirmes. Davon haben wir, glaube ich, schon 8 Bausätze verbaut. Das Problem ist, Faller produziert diese Bausätze nicht mehr. Und die sind natürlich nicht so gebaut, dass sie 24 Stunden lang auf der Anlage funktionieren, sondern eigentlich für den Heimgebrauch. Die hat uns auch viele Probleme gemacht. Die Schienen waren zu dünn. Bei Plastik ist es so, dass der Weichmacher irgendwann rausgeht, dann werden die brüchig. Und der Antrieb hat uns immer wieder gestört, weil das ein Kettenantrieb war und der hat sich immer wieder verhakt und die Kette ist gerissen. Jetzt haben wir bei der ersten Folge schon einmal den ersten Prototyp gedreht. Jetzt habe ich hier den zweiten Prototyp hier vor mir liegen. Der wird mit einem Zahnriemenantrieb gesteuert und das läuft richtig zuverlässig. Wir haben die jetzt schon eine Woche lang durchlaufen lassen, hat keine Fehler gemacht. Das Einzige, was unser Manko ist, dass wir viel Staub haben auf der Anlage. Das heißt, sie muss trotzdem ab und zu mal wieder gewartet werden. Aber bis jetzt läuft sie richtig gut. Diese Folge wird revolutionär und die wildeste Maus-Folge schlechthin. Ich freue mich richtig, euch das zu zeigen. So, der erste Prototyp ist natürlich zum Lernen. Da haben wir gelernt, dass die Schienen einfach zu unstabil waren. Da habe ich das Profil nochmal geändert. Dann habe ich das Gefälle ein bisschen stärker gemacht. Dann habe ich die Stütze ein bisschen mehr verschachtelt. Jetzt ist es alles ein bisschen stabiler. Und was mir ganz am Ende erst aufgefallen ist, ich hatte den Wagen nicht nachgezeichnet. So konnte ich bei manchen Stützen mit den Wagen nicht durch, weil der eine Querverstrebung hatte. Das habe ich natürlich jetzt auch gelöst, indem ich einfach den Wagen wieder eingezeichnet habe. Und das könnt ihr jetzt sehen. Hier seht ihr, wie ich in Zeitraffer den Wagen zeichne mit allen Details. Die Figuren zeichne ich natürlich auch gleich rein, damit ich auch die richtige Höhe habe und dass da keine Figur nachher mit dem Kopf an den Pfeilern oder an den Stützen stößt. Diese Plättchen, das sind die Plättchen, damit der Wagen nicht rausfällt, und diese grauen Rollen, das sind diese Schwungrollen, die den Speed natürlich auch steuern. Diese Feder, die ihr hier seht, das ist damit der Wagen vorne, der ist vorne gelenkig, damit das Gelenk immer in der Mitte bleibt, nachher, wenn er gerade fährt. So, das Rote, was ihr hier seht, das sind die Stützen und das Schwarze sind die Querverstrebung. Da habe ich jetzt ganz viele reingemacht, damit das ganze Konstrukt auch ein bisschen stabiler wird. Bei der letzten Folge hattet ihr natürlich ganz viel kommentiert und ganz viele Fragen gehabt. Eins der Fragen, die mir noch auf dem Herzen liegen und wo ich sage, die will ich gerne beantworten, ist der Antrieb. Viele haben gefragt, wie funktioniert der genau? Kannst du ein bisschen mehr Details davon zeigen? Und die würde ich euch jetzt gleich am Computer zeigen. So, ich habe euch das schon mal vorbereitet. Das seht ihr hier. Hier ist einmal der Antrieb. Bei dem Antrieb haben wir hier eine Rille. In der Rille ist der Zahnriemen. Das heißt, der wird geführt. 2 Zahnräder. Einmal hier unten und einmal hier oben. In dieser Rille ist ein Magnet auf den Zahnriemen nachher drauf. Der Magnet zieht den Wagen bis nach oben. Der Magnet verschwindet hier nachher wieder und lässt den Wagen natürlich hier los und der fängt an zu rollen. Dieses Teil ist beweglich, dann kann man den Zahnriemen dadurch auch spannen. Vorher war das so, dass wir eine Kette hatten und die Kette hatte keine Führung. Das heißt, die hat immer gewackelt. Wenn er den hochgezogen hat, hat er gewackelt und hat sich immer irgendwie verhakt und irgendwann ist die Kette gerissen. Das ist ganz oft passiert. Das wird jetzt nicht mehr passieren, weil das einfach zuverlässiger ist. Jetzt fräse ich die Stützen und nebenbei muss ich immer ab und zu mal die Rillen abblasen, da sonst zu viel Restmaterial in den Schnitten drin ist. So, nach den Fräsen müssen natürlich die ganzen Teile von der Platte entfernt werden. Zuerst werde ich sie markieren und als zweites werde ich sie dann rausnehmen. Ich nenne das einfach mal entgittern. Und dann müssen sie noch zusätzlich gereinigt werden. Hier habe ich mir extra Farbe angemischt, Siebdruckfarbe. Die hält ziemlich gut auf dem Material und gibt den auch so einen matten Ton. Und hier muss ich natürlich mehrere Gänge lackieren, aber das sieht schon richtig gut aus. So, hier setze ich den Antrieb rein, natürlich sehr vorsichtig, weil das ja noch alles sehr filigran ist.
Hier könnt ihr sehen, wie ich die Schienen jetzt nun verbinde. Verbinden tue ich sie mit den gleichen Mitteln, woraus sie gedruckt sind, also das heißt mit den gleichen Harz, und das hält ziemlich gut. Und um das richtig zu verbinden, benutze ich eine UV-Lampe. Die wilde Maus läuft zuverlässig und was jetzt noch fehlt, sind ein paar kleine Details, zum Beispiel vom Modellbau ein paar Figuren reinkleben, bisschen schön machen. Und wenn das dann fertig ist, dann hätte ich noch mal eine Frage an euch. Ich nehme mal kurz diesen kleinen Wagen hier. Habt ihr vielleicht eine Idee, was man für eine kleine Szenerie in diesen kleinen Wagen reintun könnte, was Lustiges? 3 Figuren passen da ungefähr rein. Wenn ihr was Lustiges habt, ich lese mir eure Kommentare natürlich immer persönlich durch. Und ich würde mich freuen über eine schöne Inspiration von euch. Wir stehen hier in Hamburg beim Dammtorbahnhof. Hamburg wurde 2002 eröffnet und sehr lange gibt es dieses Gebäude schon. Wir haben circa vor 15 Jahren das letzte Mal das Gebäude, die Beleuchtung neu gemacht. Und die ist jetzt schon in die Jahre gekommen und ist teilweise ein bisschen kaputt gewesen. Dadurch, dass hier Gleise sind und die Leute reinfassen müssen, um die Züge wieder aufzustellen, ist dabei 1, 2 Lampen kaputt gegangen und die haben wir jetzt wieder erneuert. Ich habe alle Lampen außerhalb neu gemacht, weil hätte ich nur 1, 2 getauscht, hätte das Bild nicht mehr gleichmäßig ausgesehen. Dadurch, dass die Lampen vorher so mehr ins Orangeliche vom Licht her gegangen sind und jetzt eher ins Warmweiße bis Neutralweiße, was einfach natürlicher zum richtigen Dammtorbahnhof passt. Um das Gebäude neu zu beleuchten, habe ich es mit an meinen Platz genommen und dort die ganzen alten Kabel und LEDs rausgerissen. Danach habe ich die vorbereiteten LEDs an die Häuserfassade angeklebt und reingebohrt. Und dann habe ich die ganze Verkabelung im Gebäude ganz schick gemacht, damit man später als Gast die Verkabelung im Gebäude nicht sehen kann. Und das Ganze hat 2 Tage gedauert und das könnt ihr euch jetzt ansehen. So, als nächstes Thema haben wir mal wieder den Fucher. Den hatte ich vor mehreren Wochen mal gebaut. Da könnt ihr dann sehen, wie ich den in 3D-Druck gezeichnet habe, gedruckt habe, die Mechanik eingebaut habe. Wer ist Fucher? Der Fucher ist aus der unendlichen Geschichte der Glücksdrache. Und der befindet sich in den Abschnitt Italien bei dem Freizeitpark und läuft über eine Monorailbahn. Die Monorailbahn muss elektronisch gesteuert werden. Und jetzt erzählt uns Mohammed, was er da jetzt genau macht. Der Fucher wird mit einer Motorsteuerplatine gesteuert und dafür brauchen wir das Gerät. Und das Gerät ist so wie eine Fernbedienung, die man so hier mit einem HDMI-Kabel reinsteckt und auf jeden Fall auf die Motorsteuerplatine. Und hier können wir alles so steuern. Also können wir die Spannung, können wir auch die Geschwindigkeit von dem Motor, die Frequenz auch. Und auf jeden Fall, das würde ich danach so zeigen, wie man das einsetzen kann. Wir haben jetzt das Gerät. Damit können wir die Motorplatine steuern. Auf jeden Fall hier können wir verschiedene Funktionen machen. Aber das geht jetzt um die Spannungsregel, weil wir müssen die Spannungsregel um die Geschwindigkeit von dem Motor einfach einstellen. Das machen wir jetzt und wollen wir einfach das testen und gucken, ob das alles funktioniert und dass alles gut läuft. So wie ihr gesehen habt, dass der Fucher fährt ein bisschen zu schnell und so können wir das natürlich nicht lassen. Er muss langsamer fahren. Jetzt haben wir, der Fucher ist neu, die Schiene ist aber alt. Das heißt, das wird für uns immer noch eine unendliche Geschichte. Das heißt, wir werden die Schiene wohl noch mal überarbeiten und vielleicht ein anderes Konzept entwickeln. Ich hoffe, dass es klappt, aber wie gesagt, wir sind zuversichtlich. Bis jetzt haben wir alles hingekriegt.